Hallo und herzlich willkommen bei Karls Detailbau. Heute zeige ich ganz genau, wie ich einen Mauerdurchbruch selbst hergestellt habe und wie ich dabei vorgegangen bin. Es handelt sich um diese doppelschalige Mauer, die auf einer Länge von 3,20 Meter entfernt werden soll. So soll die Küche mit dem Wohnzimmer verbunden werden und so Platz für einen größeren Esstisch bieten. Dies ist die Seite der Küche und dies ist die andere Seite des Wohnzimmers. Die Küche ist ein schmaler, langer Raum, der durch die Maueröffnung später ein angenehmes Raumgefühl und mehr Tageslicht erhalten soll. Die zweischalige Mauer mit Hohlschicht soll mit 2 Trägern abgestützt werden. Das geht aus der statischen Berechnung hervor und somit werden die richtigen Träger vorab bestellt und geliefert. Für ein paar Euro mehr sind die Stahlträger auch schon mit Rostschutz behandelt. Während den Bauarbeiten muss die alte Küche weiter genutzt werden, daher habe ich eine Baufolie und ein paar Latten besorgt. Damit erstelle ich eine Trennung, um Staub während der Bauphase von der Küche fernzuhalten. Dies ist keine Betondecke, daher lassen sich einfache Spanplattenschrauben verwenden. Ich nutze nicht zu lange Latten und setze die Schrauben vorher, so fallen die Schrauben nicht weg und die Folie lässt sich leichter einklemmen. Auch unten soll es möglichst staubdicht sein. An den Wänden klebe ich die Folie an die Wand mit breitem Malerband. Diese Verteilerdose befindet sich im Bereich, wo später ein Stahlträger verbaut werden soll. Mit diesen Kabelfindern habe ich eher schlechte Erfahrungen gemacht. Ich schalte den Strom ab und lege das Kabel frei, um zu sehen, wo es in der Wand verläuft und ob ich es umlegen kann. Jetzt zeichne ich an der Wand den Durchbruch ein. Ich beginne mit dem Einzeichnen der Position der neuen Stahlträger. Ich möchte den Durchbruch so großzügig wie möglich dimensionieren. Der Träger ist 12 cm hoch und ich will ihn hier ca. 25 cm aufliegen lassen. Ich schneide die angezeichneten Linien mit der Flex ein, um eine saubere Kante zu bekommen. Jetzt beginne ich, den Bereich freizulegen, wo später der Träger rein soll. Nach kurzer Zeit merke ich, dass hier genau in dem Bereich der Ringanker liegt. Das war mir vorher nicht klar und ich werde dieses Loch später wieder zubetonieren.
Den Träger muss ich also tiefer einbauen, genau unterhalb des Ringankers. Also neu anzeichnen, schneiden und wegstemmen. Sobald man die Hohlschicht erreicht hat, geht es einfacher. Ich verwende einen einfachen Stemmhammer. Man kann natürlich auch einen Vorschlaghammer nutzen, aber ich will nicht, dass es Risse in der ganzen Mauer gibt, daher arbeite ich mich lieber langsam, aber sicher vor. Die Wand ist scheinbar aus den verschiedensten Steinen zusammengebaut worden. Ich will erstmal nur die Öffnung so freilegen, dass der Träger reinpasst. Ich halte mich möglichst genau an meine Linie, damit der Träger später hoffentlich auf Anhieb reingeht. Hat man erstmal einen guten Anfang, geht es ziemlich schnell von der Hand. Ich habe jetzt hier schon über 1 Meter breit rausgestemmt. Jetzt setze ich vorsichtshalber eine Baustütze ein. Ich habe mir für diesen Zweck spezielle Adapterplatten besorgt, denn die Stütze kann ja nicht in der Wand stehen. Wie stabil das letztendlich ist, kann ich nicht sagen, aber ich denke, es hilft, dass sich oberhalb keine Steine lösen, gerade auch durch die Erschütterung beim Stemmen. Hier kommt ein alter Türsturz zum Vorschein, es gab also schon mal einen Durchgang. Denkt bitte dran, falls ihr noch nicht abonniert habt, tut dies bitte jetzt und aktiviert auch die Glocke, damit ihr kein Detailbauvideo verpasst. Übrigens kann man die Baustützen auch ohne die Adapterplatten etwas schräg einbauen, ist aber wahrscheinlich nicht so ideal. Der Platz für den Träger ist bald freigestemmt, also weiter geht's. Die Öffnung für den Träger ist nun fertig und bevor es weitergeht, muss erstmal der ganze Schutt weg. Ich habe den Vorteil, dass ich sämtliches Material durch diese Terrassentür transportieren kann. Ich
benötige jetzt Zementmörtel für die Trägerauflager. Ich habe mir hier auch einen passenden Stein gesucht, um das Auflager schön gerade herstellen zu können. Ich entferne den Staub und feuchte den Bereich gut vor. Ich mache den Mörtel etwas feuchter, denn die Steine ziehen die Feuchtigkeit schnell raus. Ich habe mir eine Markierung gemacht, von der ich leicht hochmessen kann. Und ich achte darauf, dass die Auflagefläche schön gerade ausgeführt wird. Jetzt geht es auf der anderen Seite weiter, wo 2 Pflastersteine genau passen von der Höhe her. Aber die Steine sind noch etwas zu lang. Die Auflager sind schön ausgehärtet und nun kann der Träger eingesetzt werden. Dazu legen wir ihn erst schräg auf einer Seite ab und setzen ihn dann auf der anderen Seite passend hinein. Hier kann man lieber etwas großzügiger wegstemmen, denn man will das schwere Ding ja nicht nochmal rausnehmen müssen. Die Stützen kommen für das Einsetzen nur kurz weg und werden dann vorsichtshalber wieder hingestellt, da jetzt erst die Fugen mit Zementmörtel verfüllt werden müssen. Vorher achte ich noch drauf, dass der Träger auch mittig in der Wand sitzt. Um die Fuge zu füllen, benutze ich je nachdem verschiedene Fugenkellen. Der Zementmörtel lässt sich hierfür besser verarbeiten, wenn man ihn etwas trockener anmischt, aber das geht schon, weil der Träger ja auch kein Wasser zieht. Die Wand muss nachher satt auf dem Träger aufliegen, also schön vollstopfen. Am nächsten Tag ist das schon gut ausgehärtet und ich kann endlich die Stützen entfernen. Die Fuge im Bereich der Stützen wird jetzt noch verfüllt und dann ist der Träger komplett eingebaut.
Jetzt kann ich darunter die Wand weiter entfernen. In der Mitte ist die Wand etwas dünner gemauert, hier kommt man auch mit dem Vorschlaghammer sehr gut voran. Einige Steine lassen sich als Ganzes lösen und entfernen. Zwischendurch muss ich mir immer wieder Platz machen, um weiterarbeiten zu können. So geht es Stück für Stück weiter. Da diese Baumaßnahme noch einige Zeit dauert, sammle ich den Bauschutt auf der Auffahrt, um ihn später abzufahren. Die erste Mauer ist nun weg und jetzt bereite ich die Wohnzimmerseite vor, um auch dort den Rest des Zimmers vor Staub zu schützen. Denn bald ist es soweit und die zweite Mauer fällt.
Das erste Loch ist gemacht und die Steine sind in diesem Bereich leicht zu lösen. Die heilen Steine lege ich mir beiseite, denn ich will demnächst woanders eine Tür zumauern und dafür kann man die ja super wiederverwenden. Hier stütze ich jetzt die Wand ab, ähnlich wie vorher, damit sich oben keine Steine lösen. Ich will auch hier erst Platz für den Träger machen, bevor ich den Rest der Wand wegnehme. Hier wird das Auflager für den zweiten Träger in der Wand sein. Dafür muss ich hier noch weiter rein. Die Auflager stelle ich höhengerecht her, sodass beide Träger später auf gleicher Höhe sitzen. Der Träger kann hier durch die Wohnung reingezogen werden. Jetzt entferne ich kurz die Stützen, um den Träger einsetzen zu können.
Der Träger muss hier zuerst in die Nische. Zu zweit bekommen wir den Träger in Position. Hast gut gestemmt, Power. Alles klar? Aber es liegt doch sauber auf. Das ist ziemlich weit und das kannst du jetzt noch sagen. Die Mauer war auch schief gemauert. Hier. Ich achte darauf, dass es beidseitig gleich aufliegt. Bis die Fuge gefüllt ist, bringe ich eine Stütze wieder an. Man kann hören, welcher schon verfugt ist und welcher nicht. Also geht's noch einmal ans Verfugen. Ist alles hart, kann auch die letzte Stütze weg. Und jetzt muss natürlich nochmal gestemmt werden. Der Rest der Mauer kann nun weg. Links und rechts der neuen Öffnungen stelle ich die Kanten möglichst lotrecht her. Mittig über dem Mauerdurchbruch verlege ich ein neues Lampenkabel für eine Hängelampe. Jetzt kommt man da noch gut ran. Die Schalterdosen kommen hier hin. Die vorhandene Hohlschicht macht das Kabelverlegen einfach. Als nächstes bringe ich Eckputzschienen an. Man kann statt Mörtel dafür auch Gips nutzen, dann sind sie schneller fest und man kann schneller weitermachen. Die Hohlschicht zwischen beiden Mauern schließe ich mit Steinresten und Mörtel.
Dann geht es schon oben zwischen den Trägern weiter. Auch hier will ich den Zwischenraum ausfüllen. Die Träger sollen verputzt werden und damit der Putz besser klebt, bringe ich eine dünne Mörtelschicht auf. Um auch seitlich verputzen zu können, wird der Träger mit Steinresten aus der Mauer verfüllt. Nun wird auf maßgeschnittenes Streckmetall von unten um beide Träger gebogen. Dabei achte ich darauf, dass die Hauptstreben des Metallgitters quer verlaufen, denn so lässt es sich stramm verlegen. Jetzt mauere ich die Träger seitlich wieder zu, sodass gleichzeitig auch das Streckmetall mit vermörtelt wird. Stück für Stück arbeite ich mich über die gesamte Länge. Mit Hilfe einer Stütze und dem Brett bringe ich auch oben Eckputzschienen an. Und hier auf dieser Seite mache ich auch noch alle Löcher zu. Ich habe mir einen besonderen Spachtel bestellt, der die perfekte Breite für diesen Mauerdurchbruch aufweist. Damit will ich den Putzmörtel zwischen den Schienen schön glatt auftragen. Die trockene Mauer feuchte ich großzügig an. Ist genug Putz aufgetragen, ziehe ich zwischen den Eckschienen den Putz schön eben ab. Ähnlich geht es direkt unter den Trägern weiter. Der Putz hält ganz gut auf dem Streckmetall. Man kann über Kopf nicht so viel auf einmal aufbringen. Oder man kann auch in mehreren Schritten Material anwerfen. Ich warte, bis der Mörtel angezogen ist, was auf dem Stahlträger länger dauert. Dann kann ich anfangen, mit dem großen Spachtel abzuziehen. Normalerweise würde man wohl ein Reibebrett verwenden, aber so hat es auch sehr gut funktioniert. An den Seiten lässt sich der Wandanschluss von der Eckputzschiene her gut herstellen.
Beim Aushärten achte ich darauf, den Putz mehrfach täglich gut zu wässern. Als nächstes geht es weiter mit dem Fußboden. Die beiden Estrichflächen sollen miteinander verbunden werden. Dafür muss die Wand noch tiefer ausgestemmt werden. Ich setze beide Wandsockel auf das gleiche Niveau. Mittig habe ich die Hohlschicht freigelegt und ein Holz eingesetzt, damit kein Mörtel hineinfällt. Ich lege eine Z-Folie auf als Feuchtigkeitsschutz. Die Hohlschicht darunter bleibt so, damit eine Hinterlüftung stattfinden kann. An dieser Stelle will ich für später eine Fußbodensteckdose vorbereiten. Jetzt kommen ca. 8 cm Isolierung auf die Folie. Ich verwende einfache Styroporplatten zweilagig. Ich schneide mir Estrichmatten passend zu und verlege sie auf dem Styropor. Randdämmstreifen sollen später Spannungen zwischen den Estrichflächen vermeiden, das wird sich aber später noch als Fehler herausstellen. Ich mische Estrich an und baue ihn möglichst höhengerecht ein. Der breite Spachtel ist auch hier recht hilfreich.
Die Übergänge zwischen den Estrichflächen musste ich neu herstellen, denn sie waren nicht stabil verbunden. Am Übergang hat sich der Estrich bewegt und geknirscht beim Darüberlaufen. Also habe ich die Fuge wieder aufgestemmt und die Kanten schön bruchrau gelassen. Außerdem habe ich hier Drähte mit eingelegt und dann die Fuge wieder schön mit feuchtem Estrich verfüllt. Diese Lösung hat beide Estrichflächen stabil miteinander verbunden und alle Probleme dauerhaft gelöst, auch ohne Dübel, Schrauben oder sonstige Verbindungselemente. Ich verwende Flächenspachtelmasse, um die Putzflächen der Wand zu glätten. Das Material hält sehr gut, da die Fläche schön rau ist. Insgesamt bringe ich 3 Schichten auf, denn hier soll nicht tapeziert werden. Die Flächen sind überschaubar und schön eben, daher schleife ich sie mit der Hand. Jetzt will ich endlich die Staubschutzplanen abnehmen. Dafür wird erst alles sauber gemacht und gleich wird das offene Gefühl deutlich. Ich trage als nächstes Tiefgrund auf, denn die Oberflächen sind stark saugend. Wir haben uns für eine Wandfarbe im Farbton Sandbeige entschieden. Jetzt geht es nochmal mit dem Fußboden weiter. Wir wollen für die gesamte Fläche der neu verbundenen Räume hochwertiges Klickvinyl verlegen. Dafür muss der nun schön stabile Übergang im Bereich des Durchbruchs aber auch sehr eben sein. Für die restlichen kleinen Unebenheiten verwende ich diese Bodenausgleichsmasse. Das funktioniert hervorragend. Eine alte Wasserwaage eignet sich außerdem gut zum Abziehen. Hier spiegeln sich die Lampen, da siehst du auch, dass das schon gerade ist. Hier und wenn Ist die Ausgleichsmasse schön ausgehärtet und getrocknet, kann mit dem Verlegen des Vinylbodens einschließlich Unterlage begonnen werden. Ich habe mittlerweile auch einen Specksteinofen und eine Glasschiebetür eingebaut.
Auch eine neue Küche wird eingebaut. Alle Detailvideos dazu findet ihr auf meinem Kanal. Ich hoffe nun, euch hat dieses Video gefallen und vielleicht dem einen oder anderen geholfen. Ein Hinweis noch dazu: Das hier gezeigte Vorgehen soll keine Anleitung oder Beratung sein, sondern lediglich eine Dokumentation über mein Vorgehen. Denn jeder ist ja für sein Tun und Handeln selbst verantwortlich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche viel Erfolg bei euren Projekten. Bis bald, euer Karl.